Heute fahren wir nach San Francisco. Yo, was geht ab? Wir sind bei Tag 42 von 60 von unserem USA-Roadtrip. Wir waren jetzt 4 Tage lang campen und wir freuen uns auf eine Dusche, wir freuen uns auf ein Hotelbett, Oh ja. wir freuen uns auf was Veganes zu essen Oh ja. und natürlich freuen wir uns auch auf San Francisco und die Golden Gate Bridge und vielleicht gehen wir auch noch nach Alcatraz. Ja, oh, ich freue mich auch total auf San Francisco. Ja, wir haben hier eine richtig gute Nacht verbracht. Wir waren die letzten 4 Tage im Yosemite National Park. Das wird dann wahrscheinlich der letzte Vlog sein. Guckt ihn euch auch gerne an, wenn es euch interessiert. Und jetzt fahren wir nach San Francisco. Es sind noch 200 Kilometer, dann sind wir da. Oh je, wir fahren doch länger als gedacht. Und zwar 3 Stunden 11 und 267 Kilometer. Willst du eigentlich noch einen Kaffee? Boah, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal. Überrascht mich. Quasi wie neu. So, wir haben gerade unser Auto stehen lassen. Wir haben es nach San Francisco geschafft. Es war sehr busy, das letzte Stück. Ich glaube, wir haben jetzt anstatt 2 Stunden 4 Stunden gebraucht. Ja, richtig lang auf jeden Fall. Wir haben jetzt 2:27 Uhr und richtig Kohldampf und freuen uns jetzt auf einen ordentlichen Burger, würde ich sagen. Denke ich so mal, denke ich nicht. Yeah. Das ist meiner. Digga, ich habe noch nie in meinem Leben so einen großen Burger gegessen. Ich meine, wir sind ja auch in Amerika, ne? Was willst du? Da muss man das mal machen. Ich freue mich. Wie isst man so einen großen Burger? Ich habe Fragen. Hi. Übrigens ist das vegan hier. Das ist so geil, dass es vegan ist. Da musste kein Tier für sterben, musste kein Tier für leiden. So geil. Der Burger hat vorzüglich geschmeckt. Also wirklich. Und weil ich noch nicht genug hatte, habe ich mir noch einen kleinen Milkshake geholt. Erdbeeren mit Schokoladenstückchen. Wir fahren jetzt zum Motel, das ist nicht so weit, brauchen aber trotzdem ein bisschen länger. Fährst du oder fahr ich? Ich fahr, damit du nicht so Stress hast. Und dann freuen wir uns endlich auf die Dusche. With my shoes on the old boardwalk, past the shop with the peeling blue sign, and the trolleys in a patient line. The bay kept its silver face, while the wind went slow through the place. Every brick knew my name. In this old town, nothing stays. Hereinspaziert. Willkommen im Surf-Motel. Bitte nicht stolpern, das sind meine Klamotten. Wir bezahlen 127 Euro pro Nacht. Das war das günstigste, was wir gefunden haben und mit Abstand das teuerste bis jetzt. Deswegen bleiben wir auch leider nur eine Nacht in San Francisco. Ja, wir haben ein Bett, wir haben einen Fernseher, Kühlschrank, Mikrowelle, es gibt einen Schrank, es gibt ein Badezimmer. Ich glaube, das Licht ist draußen. Badezimmer. Kannst du mal Hallo sagen? Hallo.
Und hier haben wir unsere lang ersehnte Dusche. Kannst du direkt reingehen? Ja, ich glaube, die wird direkt auseinandergenommen. Wir sind frisch geduscht, haben uns in eine Schale geschmissen. Und dann sind wir mit dem Bus Richtung Golden Gate Bridge gefahren. Hier ist es windig, kälter als gedacht. Aber ich glaube, es wird ein interessanter Sonnenuntergang, weil hier ist es so diesig, ne? So ein bisschen foggy. Wir klappern jetzt verschiedene Viewpoints ab, von der wir verschiedene Sichten auf die Golden Gate Bridge haben und der sieht schon cool aus. Nice. Die Busfahrt war übrigens sehr erschwinglich. $3. Isabel hat bar bezahlt, ich mit Kreditkarte. Ja. Wir kommen jetzt zum ersten Viewpoint. Und von hier hat man einfach die Sicht einmal durch die Brücke durch. Ich glaube, das wird cool. Spannung. Bam. Überall so eine Art Bunkeranlagen. Sieht aus, als wenn das noch so Überbleibsel vom Zweiten Weltkrieg. Vielleicht hatten die Angst vor den Japanern hier oder so. Wer weiß das schon. You can hear 100 years in the gulls and the fairy horn, in the hats that the old men wore, cafes with the cracked glass pane and the rain. Hast du eigentlich ein Problem mit deinen Haaren? Every corner's got a song from the days when the world was young. Then the sun breaks through the gray Golden Gate Bridge. starts to sway like it knows the names we say when we're coming back this way. Das ist nur der Anfang. Boah. Richtig schön hier. Ja, das ist ja schon. Wir sind die ganze Zeit Fotos und Videos am machen wie Wilden. Aber was soll man sagen? Es ist auch, wenn man so ein Fotomotiv hat vor sich. Da kommt man um eine Ecke und dann muss man ein neues Foto machen. Guck mal, wie schön das aussieht. Wir haben jetzt richtig viel Zeit verbracht bei der Golden Gate Bridge. So viel Zeit, dass die Sonne sogar untergegangen ist. Wer hätte das gedacht? Und es ist aber sehr kalt hier mit dem Wind. Und deswegen marschieren wir jetzt stramm Richtung Stadt, um da eine Bar zu finden, in der wir anstoßen können. Wir haben gerade ausgecheckt und jetzt fahren wir zum Pier 33 und da gibt es Touren nach Alcatraz und dann schauen wir mal, ob wir da was Preisgünstiges ergattern können. Das ist kein Bazar. Wir haben nämlich nichts im Voraus gebucht. Uns haben Flo und Vanessa gesagt, dass man am Pier Tickets für $50 pro Person bekommt. Und das werden wir jetzt mal auschecken. Schauen wir mal, ob das so ist, hä? Ja, und gestern beim Einpacken hier haben wir gar nicht gecheckt, ob das von der Höhe passt. Ultra knapp. Willst du mitkommen? Das war so knapp. Ja, So, ich wusste 2 das Zentimeter. gestern natürlich direkt. Ich habe mir das angeguckt und wusste, das passt. Ich muss mich gerade erstmal sammeln. Das Parken kostet hier einfach $21 für 2 Stunden. Wir wissen noch nicht mehr, ob wir die Tour machen. Ja, was machen wir denn jetzt? Sollen wir erstmal nachfragen, gucken, ob die noch Tickets verkaufen und dann zurückkommen? Thank you, have a good day. Wir waren erfolgreich. Es hat tatsächlich nur $50 pro Person gekostet hier.
Online hätte es, glaube ich, 70 oder 80 Dollar gekostet. Alter, wie frech. Ja. Ja, jetzt müssen wir nur noch parken. Ja, jetzt müssen wir noch kurz umparken. Fahrt gut überstanden. Wer hat dir eigentlich die Fingernägel so schon angemalt? Hast du doch. Toll. Uns ist gerade aufgefallen, dass wir die letzten paar Clips in Slow-Mo gefilmt haben. Also wir haben geparkt, ja, für 20 Dollar und dann sind wir auf die Fähre gestiegen und jetzt sind wir hier schon auf Alcatraz. Also für diejenigen, die es bis jetzt noch nicht mitbekommen haben, Alcatraz ist ein Gefängnis, oder war mal ein Gefängnis und das wurde quasi auf einer Insel in der Bucht vor San Francisco gebaut. Und man hat auch gesagt, dass es das schwierigste zu entkommenen, wie sagt man das? Schwierigste zu entkommenen Gefängnis ist. Ja. Schon schon klein, ne? Stell dir mal vor, du warst hier früher mal eingesperrt. Das ist doch krass. Ja. Dann war dein Leben 24/7 hier drin. Oder fast 24/7. Ist nicht viel Platz, ne? Wir haben gerade die Audiotour gemacht im Zellentrakt von Alcatraz. Ja, war schon ganz schön interessant, ne? Die hatten nicht viel Platz zu leben da. Es gab einen Ausbruchsversuch, wo 3 Leute entkommen sind, aber man weiß nicht, ob die überlebt haben, weil die halt schwimmen mussten. Aber die wurden nie gefunden danach. Und dann gab es noch einen Aufstand oder sowas, wo die Insassen quasi sich Waffen von den Wärtern erbeutet haben. Dann gab es einen Aufstand und da musste sogar, wie heißt es, das Militär kommen. Das war auf jeden Fall wild. Und das Gefängnis war nur 30 Jahre lang in Betrieb, weil es zu teuer war, das auf einer Insel instand zu halten. Dann haben sie die Leute woanders hingeschifft. Also, ich habe Angst vor Sonnenbrand auf meiner Halbglatze. Und wir sind jetzt auch fertig hier auf Alcatraz. Wir haben uns das mal, ja, wie Zeit haben wir verbracht? 2 Stunden fast, hä? Um 12 sind wir rübergefahren. Ja, wir haben fast 2 Stunden hier verbracht. Also wir haben uns das mal ordentlich angeguckt hier. Wir gehen uns gleich nochmal was Leckeres, Veganes zum Mittagessen holen. Hoffentlich, wenn es das gibt. Und wir fahren heute nicht mehr über die Golden Gate Bridge, weil wir tatsächlich spontan Freunde treffen, die wir in Kanada kennengelernt haben, als wir da im Skiresort gearbeitet haben. Und deswegen machen wir das dann mit der Golden Gate Bridge einfach, weil wir wieder zurück in den Norden fahren. Jetzt fahren wir erstmal Richtung Süden. Ich bin wieder hier gelandet. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. So schnell geht die Zeit um. Es war so schön, jetzt mit unseren Freunden hier die 2 Nächte zu verbringen. Und boah, es ist auch so lange her, dass wir einfach einen ganzen Tag lang an einem Ort waren, ohne das Auto zu bewegen. Und es war sau cool. Wir haben einfach Fußball gespielt, dann hatten die so verrückte Zirkusgegenstände, mit denen man jonglieren konnte. Das hat richtig Spaß gemacht. Boah, wir haben den ganzen Tag irgendwie gegessen, Katan gespielt. Abends haben wir noch schön S'mores gemacht am Feuer. War richtig schön mit den 2. Ja, ich fand's auch richtig schön. Und wir fahren heute, wie versprochen, über die Golden Gate Bridge. Yeah, let's go! Wir fahren jetzt noch 1,5 Stunden dahin. Nicht länger? Ja, gut, kommt auf den Verkehr drauf an, ne? Das ist halt das, was wir hier hingefahren sind. And I saw the red flame rise like a story in the sky, calling out to you and I. San Francisco, San Francisco, hold me by the bay, let the old streets stay. San Francisco, San Francisco, Golden Gate above, old city, old love. Das war unsere Fahrt über die Golden Gate Bridge.
Das war ziemlich cool, hä? Was für eine riesen Brücke und diese riesen, keine Ahnung, das kann man nicht Kabel nennen. Stahlteile, Stahlträger. Junge. Ja. Wahnsinn. Wir erhuschen jetzt noch einen letzten Blick auf die Stadt und dann war's das schon von unserem San Francisco-Vlog. Ja, krass, war cool. War auch toll, dass wir unsere Freunde noch getroffen haben. Alcatraz war cool. Ja. Die Golden Gate Bridge war cool. Und als nächstes sehen wir uns in den Redwoods wieder. Das ist mein persönliches Highlight. Hoffentlich vielleicht diese Reise. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gehen wir gucken? Ja. Let's go. Sagen wir Tschüss. Oh, wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.